Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Auch heute gibt es wieder ein Double Feature, und zwar diesmal vom Flugplatz Kegiswil in der Innerschweiz. Innerhalb von einem Monat und 4 Tagen gab es dort 2 ähnliche Unfälle mit ähnlichen Flugzeugen und ähnlicher Ursache. Mit den Flugzeugen hatte das einmal mehr nichts zu tun, sondern mehr mit den Piloten. Wir schauen uns gleich die Details an, aber vorher, wie immer, meine philosophische Vorbemerkung. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum wir Menschen uns eigentlich immer auf das Negative stürzen? Das ist nicht eine Vermutung, das ist sogar belegt. Also sämtliche Versuche von Zeitungsverlegern, eine positive Zeitung oder Zeitschrift rauszugeben, also nur mit positiven Meldungen, die sind alle kläglich gescheitert. Liegt das daran, dass wir Menschen sensationslüsterne Monster sind? Eher nicht. Ich glaube, es liegt an Folgendem. Das Positive ist statisch und das Negative ist dynamisch. Was meine ich damit? Wenn etwas positiv ist es in Ordnung. Da müssen wir nichts tun, wir müssen nichts verändern. Mit anderen Worten, der Körper produziert keine Stresshormone, ein paar Wohlfühlhormone vielleicht, aber keine Stresshormone, die nach Action verlangen. Ja, also die Adrenalin- und Cortisolproduktion in unseren Nebennieren, die hat Pause, wenn was Positives passiert. Das Negative hingegen, da ist etwas nicht in Ordnung und wir haben automatisch den Drang, es zu verändern, es in Ordnung zu bringen, und dafür braucht es Energie, und diese Energie wird uns von den Nebennieren geliefert, von den Stresshormonen. Problematisch wird es nur dann, wenn diese Hormone produziert, aber dann nicht abgebaut werden, weil wir zum Beispiel eben handlungsunfähig sind, weil wir bei gewissen Dingen nun mal nichts ändern können. Wie bauen wir dann diese Stresshormone ab? Hasskommentare schreiben ist eine Möglichkeit. Ja, mir ist es lieber, dass jemand einen Hasskommentar schreibt, als dass er das an Frau und Kindern zu Hause auslässt. Stresshormone sind nicht grundsätzlich schlecht. Sie sind etwas Gutes. Sie helfen uns beim Überleben, nämlich in Gefahrensituationen ganz schnell zusätzliche Energie zu haben, um entweder zu kämpfen oder zu fliehen. Vielleicht magst du dir ja Gedanken darüber machen, wie man unbenötigte Stresshormone, wenn sie schon mal produziert sind, wie man die am besten abbaut, ohne zu viel Schaden anzurichten. Auf deine Kommentare freue ich mich. Und jetzt zu unserem ersten Fall. Am 23. Juli 2013 stürzte ein 21-jähriger Flugschüler und sein Patenonkel zusammen mit dem 67-jährigen Fluglehrer in der Nähe von Kegiswil ab. Der Fluglehrer und der Flugschüler waren auf der Stelle tot, der Patenonkel verstarb am selben Abend im Krankenhaus. Was ist geschehen? Das schauen wir uns gleich an, aber zuerst wie immer einen kleinen Überblick über das Gelände. Wir kommen hier vom Süden her, also vom Brünnigpass her, über den Sarnersee nach Sarnen, und dahinter liegt der Flugplatz Kegiswil. Und wir sehen, der liegt ganz nah am Militärflugplatz Alpnach. Deshalb ist auch, wenn Alpnach aktiv ist, die Frequenz dieselbe. Das heißt, Alpnach gibt auch eine Clearance für Kegiswil. Wenn Alpnach nicht aktiv ist, werden Blindmeldungen durchgegeben auf dieser Frequenz. Hier hinten ist der Lopper, da wo der Testpilot mit seiner ganzen Familie abgestürzt ist. Und rechts der Alpnacher See, dahinter dann der Rest des Vierwaldstätter Sees. Hier ist Luzern und da hinten ist der Militärflugplatz Emmen. Der Fluglehrer und der Flugschüler flogen bereits am 12. April 2012 zusammen. Der Flugschüler wollte sich auf den Sphere-Kurs vorbereiten. Sphere, das nannte sich früher fliegerische Vorschulung. Das ist so ein Subventionsprogramm, um angehende Militärpiloten auszubilden, respektive um sie erstmal für die Selektion vorzubereiten.
Der 21-jährige Flugschüler absolvierte offensichtlich diesen Sphärkurs mit Erfolg. Er wurde aufgeboten für den Sommer 2013 für die Selektion der Militärpiloten in der Magadino-Ebene und in diesem Zusammenhang wurde ihm auch ein weiterer Schnupperflug angeboten. Dafür bot sich wieder derselbe Fluglehrer an, mit dem er eben schon einmal geflogen war. Bei diesem Flug sollte auch der Patenonkel des Flugschülers mitfliegen. Ebenfalls anwesend am Platz war der Vater des Flugschülers. Der zeigte sich im Gespräch mit dem Fluglehrer ein wenig besorgt wegen des Wetters, der aufziehenden Gewitter in der Umgebung. Der Fluglehrer beruhigte ihn, sagte, diese Gewitter hätten sich an den vorherigen Tagen öfter schnell verflogen und er beobachte das auch und er werde deswegen auch nicht dem Wunsch des Flugschülers entsprechen, nach Birfeld zu fliegen, sondern er werde in der Gegend bleiben und wenn er sieht, dass es schlechter wird, sofort umkehren. Um 16:56 Uhr meldete der Fluglehrer die Hotel Bravo Papa November Romeo auf der gemeinsamen Frequenz von Alpnach und Kegiswil an. Der Flugverkehrsleiter in Alpnach gab ihm die entsprechende Freigabe. Ein bisschen später sagte dann der Flugverkehrsleiter, dass Alpnach jetzt geschlossen sei und er solle von da an bitte Blindmeldungen absetzen auf dieser Frequenz. Geplant war ursprünglich ein 45-minütiger Flug, aber offensichtlich gefiel dem Fluglehrer die Wetterentwicklung nicht, sodass er bereits um 17:10 Uhr in der Nähe von Emmen wieder umdrehte Richtung Kegiswil. In der Zwischenzeit hatte ein Kollege des Fluglehrers mit einem Flugschüler in der Papa November Golf, einer anderen Piper Warrior, 5 Platzrunden absolviert und beim Eindrehen in Space Leg eine so heftige Böe erwischt, dass er sofort die Controls übernahm, die Landeklappen voll ausfuhr und das Flugzeug auf der Piste 03 landete, obschon er beim Eindrehen in den Final einen starken Rückenwind gespürt hat. Er hat offenbar gedacht, lieber kein Durchstart, lieber das Flugzeug sicher auf den Boden bringen. Als er dann vom Lopper her die Papa November Romeo herannahen sah, also er nahm zumindest an, das müsste sie sein, ist er nochmal in sein Flugzeug gestiegen, hat das Funkgerät eingeschaltet und seinen Kollegen gewarnt, er solle besser nicht auf der Piste 03 landen, sondern auf die 21 gehen. Das hat der Fluglehrer von Papa November Romeo bestätigt. Er flog direkt über den Platz und in einer weiten Linkskurve in den linken Gegenanflug der Piste 21. Inzwischen hatte es zu regnen begonnen, südlich von Sarnen gab es schon einzelne Blitzeinschläge. Das Flugzeug drehte in den Endanflug der Piste 21 und wurde heftig durchgeschüttelt. Kurz vor dem Aufsetzen wurde das Flugzeug nach links weggedrückt und driftete eine Zeit lang über das Gras neben der Piste. Als die Maschine sich wieder über dem linken Pistenrand befand, erfolgte ein Durchstart, bei dem die Papa November Romeo allerdings zunächst nur wenig Höhe gewann. Mittlerweile wütete das Gewitter über Sarnen mit stark wechselnden Winden und heftigem Regen. Der Fluglehrer versuchte, die Maschine wieder in den Gegenanflug der Piste 21 zu bringen. Die Höhe betrug noch etwa 50 Meter über Grund. Eine steile Kurve verschärfte die Situation. Das Flugzeug streifte einen Baum und stürzte in eine Wiese ab. Das Flugzeug wurde beim Aufprall zerstört. Feuer brach keines aus. Der Flugschüler und der Fluglehrer starben beim Aufprall. Der Patenonkel starb am selben Abend im Krankenhaus. Auf diesem Webcam-Bild, das zum Zeitpunkt des Unfalls in Sarnen aufgenommen wurde, kann man gut erkennen, welche verheerenden Böen da vorgeherrscht haben. Was können wir daraus lernen? Niemals die Geschwindigkeit unterschätzen, mit der ein Gewitter herannahen kann. Ist es nicht schon oft passiert, dass man zum Fenster rausgeschaut hat und es sah noch einigermaßen friedlich aus, 5 Minuten später das totale Chaos? Gewitter sind grundsätzlich zu vermeiden und in der Nähe eines Flugplatzes bringen sie zusätzlich die Gefahr von sogenannten Wind Shears mit sich. Das heißt, der Wind kann plötzlich um 180 Grad drehen von der Richtung her und da wir ja immer gegen den Wind starten und landen sollten, kann das große Probleme verursachen. Wir können uns das mal in einer Skizze anschauen. Angenommen, das Flugzeug fliegt mit einer Geschwindigkeit über Grund von 100 Knoten und wir haben einen Gegenwind von 20 Knoten, dann liegt am Flügel eine Geschwindigkeit von 120 Knoten an.
Das ist auch das, was uns der Geschwindigkeitsmesser am Flugzeug zeigt, die sogenannte IAS, die Indicated Airspeed. Wechselt der Wind jetzt plötzlich die Richtung um 180 Grad, kommt also von hinten, dann haben wir eine Indicated Airspeed von 80 Knoten. Wenn diese Geschwindigkeit unter der Stallspeed, unter der Abrissgeschwindigkeit liegt, dann haben wir eben einen Strömungsabriss. Und wenn wir eine steile Kurve fliegen, sowieso. Man möchte eigentlich meinen, dieser Vorfall hätte die Piloten in Kegiswil ein bisschen aufgerüttelt, um dem Wetter ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Aber genau 1 Monat und 4 Tage später geschah ein ähnlicher Unfall mit einem ähnlichen Flugzeug, einer Piper Arrow 3 mit der Immatrikulation Hotel Bravo Papa Delta Charlie. Der 70-jährige Pilot mit über 2000 Stunden Erfahrung und einer amerikanischen Instrumentenflugausbildung wollte zusammen mit 2 Passagieren einen Flug nach Valencia in Spanien unternehmen, um dort ein verlängertes Wochenende zu verbringen. Das Wetter war sich in diesen Tagen gerade massiv am Verschlechtern, also einen Tag später wäre es gar nicht mehr gegangen. Und der Pilot hat am 27.08. dann den Flug bereits vorversetzt. Er wollte also um 13 Uhr wegfliegen. Um 13.12 Uhr startete der Pilot von der Piste 03 in Kegiswil. Hier ist eine Originalaufnahme der Papa Delta Charlie kurz vor dem Start. Man sieht deutlich, wie wolkenverhangen die Umgebung ist. Und auch ein Blick auf das Gafor hätte ganz klar No-Go bedeutet. Als der Pilot einem Fluglehrer mitteilte, er wolle Richtung Brünig ausfliegen, sagte der nur, spinnst denn du bei diesem Wetter? Und auf die Bemerkung eines anderen Piloten, dass das Wetter schlechter werde, meinte unser Unfallpilot nur, auf 7000 Fuß sei alles okay und er müsse dann einfach nur schauen, dass er durch das Loch in Genf komme. Also er wusste offenbar, dass in Genf auch marginales Wetter herrschte. Im Downwind umflog die Papa Delta Charlie einen Wolkenfetzen mit einer Linkskurve, danach wieder nach rechts in die ursprüngliche Richtung. Ein weiterer Wolkenfetzen zwang ihn zu einer engen Rechtskurve. Dann drehte er wieder nach links. Die nächste Wolke entdeckte der Pilot zu spät, sodass er direkt in sie hineinflog. Er dachte allerdings, dass er gleich wieder rauskommt aus der Wolke und wieder in Sichtflugverhältnissen fliegen könnte, war dann total überrascht über die Intensität dieser Wolke und hat sich dann auf seine IFR, also Blindflug, Instrumentenflugausbildung besonnen und den Horizont, den künstlichen Horizont beobachtet, also dafür gesorgt, dass das Flugzeug level bleibt. Hat aber leider die restlichen Instrumente nicht beachtet, sonst hätte er nämlich gemerkt, dass er mittlerweile über 90 Grad vom Kurs abgekommen war. Es war also unvermeidlich, dass er früher oder später in einen Hang hineinflog. Und genau das ist auch passiert. Die Bäume haben offenbar den Aufprall so abgefedert, dass der Pilot und der Passagier hinten links überleben konnte. Der Passagier hinten rechts starb auf der Unfallstelle. Im Untersuchungsbericht heißt es, das Flugzeug sei mit Bauch- und diagonalen Schultergurten ausgerüstet gewesen. Alle Insassen hätten aber nur die Bauchgurte verwendet. Weiter sagt die Behörde, die folgenden Tatsachen sprechen dafür, dass der Pilot den Entscheid, diesen Flug durchzuführen, unter einem gewissen Druck gefällt habe. Erstens, der Flug mit den beiden Passagieren nach Spanien war seit über 2 Monaten geplant. Zweitens, der Pilot beschloss, den Abflug ab Kegiswil auf 13 Uhr vorzuverschieben. Es bestand also auch in Bezug auf diesen Tag ein gewisser Zeitdruck, weil er erwartete, dass das Wetter später am Tag eben schlechter wird. Und drittens, das Wetter war bereits am Abflugort marginal, aber aus Sicht des Piloten noch akzeptabel. Eine schwierigere Wettersituation wurde von ihm erst im späteren Verlauf des Fluges erwartet und jede Verzögerung hätte die Probleme im Raum Genf verschlimmert. Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass auch ein im Instrumentenflug ausgebildeter Pilot im Sichtflug genauso die Orientierung verlieren kann wie ein normaler VFR, also Sichtflugpilot. Seither wurden auf dem Flugplatz Kegiswil für die Piloten 2 zusätzliche Flight Safety Seminare ins Leben gerufen. Die Themen schlechtes Wetter, Nein sagen können und Umgang mit außergewöhnlichen Ereignissen.